Okay. So, Leute. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle wieder da. War gerade rot hier bei mir gewesen. War gerade rot bei mir. So. Seid ihr da, Leute? Schreibt mal was im Chat, wenn ihr mich hört. Okay. So, jetzt geht's los, Leute. Bin gespannt. Ladies. Also wie gesagt, der Tree Kiwi, ist der Community Manager von Expensive Worlds und Rushy ist der Game Designer. And gentlemen, how are we all doing today? Super hyped, I hope. It's an absolute honor and a privilege to be here today. And I am joined by an absolute legend of a man. We were talking about it before. He's produced 13 games now. So he's very, very experienced. Oha. Rushy, the game designer of 13 Spiele hat er schon designt. Oha. Call of the Wild the Angler. Welcome into the stream, buddy. Okay. Thank you very much. It's an absolute pleasure to be here, and it's just a great relief and also super excited to be able to announce the Angler and also talk about it now, finally. Yeah, it's I was joking with Ja, wie gesagt, wurde gestern angekündigt, nee, vorgestern wurde das Spiel angekündigt. Genau. Die profitieren beide davon. Jetzt passt mal auf. Nächste Woche kommt Finnland, ne? Finnland von theHunter. Und das Wassersystem, was da jetzt drinne ist, was auch mit den Vögeln zu tun hat, ne? Quasi wie die Vögel auf dem Wasser landen, wie die sich auf dem Wasser verhalten, wie die untertauchen. Allein das ganze Wasser ist ja redesigned. Und dieses Wasser ist, denke ich mal, das Wasser, was wir jetzt bei The Angler im Trailer gesehen haben. Ne? Also quasi die Spiele, die nehmen sich das schon, ne? Also das hängt schon zusammen, ja. with the Call of the Wild crowd yesterday, and because I always really purposely said if we were ever to develop a fishing game, we'd probably make a standalone game because it's not as simple as putting fish in a lake in Leighton Lakes, for instance. And I think people never really took that as seriously as the words were meant. Also er sagt gerade, dass es halt nicht bloß ein DLC halt ist, sondern ein eigenständiges Spiel. Ob das irgendwann mal zusammengeführt wird, ne, dass man jetzt meinetwegen am Leighton Lake District einfach die Route reinschmeißt und da Fische fängt, wäre natürlich cool. Vielleicht machen sie es irgendwann, aber das ist halt ein eigenständiges Spiel. So It's very, very cool. Game development was that easy, right? Yeah, that's right. Just put some digital fish in there; they'll work themselves out, right? Ja. Yeah. So today, the point of the stream, ladies and gentlemen, is I'm sure you have an absolute truck ton of questions for us. We have a list of questions that we've been pulling out from the social networks and stuff. So we're going to work through those and answer them for you. And then if we've got a little... Also Trophy Lodge, das Thema kommt noch. Ne? Also ich habe vorhin mal kurz rüber geluschert. Trophy Lodge, da wird wohl noch was kommen. Bit of time. Towards the end of it, we'll try and take some other questions. Maybe there's some other stuff that we haven't looked into at all. So, yeah, first off, I guess we should lay some facts out. It is a, we are the developers and the publishers for this, the same as Call of the Wild for us. So it's a new self-published title from Expansive Worlds. So there we go. And Rushy, I guess like the main question everybody wants to know is, what kind of game is the Angler going to be? Well, it is the easy one, right? It's a fishing game. Yeah. Fishing game, klar. Yeah, it's an open world fishing game. Open world fishing. Designed around for players to explore a vast and varied, beauty of nature, ride the open waters, team up with friends, and hopefully enjoy a truly immersive fishing experience. Something that I don't think you will have played anywhere else. Ja, also wie gesagt, es gibt. Ja, kann ich gerne hochladen. Ja, kann ich gerne hochladen, L. Ja. Das ist kein DLC, das ist ein eigenständiges Spiel, Starkwood. The Angler ist ein eigenständiges Spiel. Ja, vielleicht wird das irgendwann mal gemacht, ja, dass das quasi Jagen und Angeln zusammengeführt wird. Es sind aber beides unabhängig voneinander, also eigene Spiele. Die haben zwar die Engines, ne, da wird man quasi auch viel sehen, was man von theHunter Calls the Wild kennt, ne, ist klar. Also er hat gerade nochmal gesagt, The Angler ist ein Open World,
Ja, Angelspiel, wo man mit dem Boot zusammen auch mit Freunden die Welt erkunden kann, wo man auch zusammen im Jeep, man kann wohl auch mit 4 Leuten denn, ich habe das bisher halt nur mit 2 Leuten halt getestet, man kann zusammen mit dem Jeep die Welt erkunden, man kann zu Fuß die Welt erkunden, mal gucken, was er jetzt noch dazu sagt. It's awesome, man. It's really, really good. And I mean, probably the second most burning question is, when is it Schon coming Trailer, out? ja, ja. Den Trailer gucken wir gleich Give an nochmal. exact date, but I will say it is coming, of course, later this year to PC via Steam, the Microsoft Store. Also später dieses Jahr soll das Spiel kommen. Später dieses Jahr bei Steam, bei Microsoft und Epic Games. und Epic. We will have consoles to follow, of course. Konsolen werden folgen, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, ne? Wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber sie werden folgen. Gerne, Deax, gerne. Danke nochmal, ne? Danke dir. And don't forget, you can, of course, wishlist the game right now on Steam and Epic. Die Steam-Seite ist übrigens live, Leute. Ich kann euch hier auch nochmal die Steam-Seite reinhauen. Hier, ich hau euch nochmal hier die Steam-Seite rein. Da ist auch der Trailer zu sehen. Der Trailer ist eigentlich überall zu sehen. Der ist auf Steam überall zu sehen. Ich hau euch das nochmal rein. Ja, ich hoffe auch nicht mehr so lange. Also ich weiß halt nicht, ob sie es jetzt schon im Sommerloch bringen oder erst nach dem Sommerloch. Wird man sehen, ne? Wird man sehen. The response so far has been phenomenal, so keep it going. Thanks for the support. And then I guess like something else I've seen is a lot of questions about like what mechanics will be included in the game, Rashi. So like what can people expect on launch? Jetzt. Yeah, so we're going to have 2. Also welche Angelmethoden wird es jetzt hier geben? Ne? Welche Angelmethoden sind jetzt im Spiel? Jetzt kommt's. Ja, war kurz offline. Nee, nur Internet. Internetlinie. War nur Internet. Steam hat da, Twitch hat da wohl Probleme gehabt oder mein Internetanbieter. Distinct fishing techniques available to use in the open world from day one. So we'll have both bait fishing with floats and then bait spin casting for freshwater angling. So you'll have Also Posen und Spinning. Ja, Baitfishing, Pose und Spinning. plenty of options available to you. Yes, sweet. That sounds good. And Dann warten wir kurz die Werbung ab. Alles gut, Backe, kein Problem. Also Posenfischen wird es geben, ne, wo man dann so Köder ranmachen kann. Ich warte mal auf Backe. Wir warten mal kurz, bis die Werbung vorbei ist. Wie gesagt, das Spiel wurde vor 2 Tagen angekündigt, ne? Vor 2 Tagen. Alles gut, Maxis, wir warten. Ich warte, Maxis, alles gut. Alles gut. Ja, wie gesagt, ne? Also das mit den Angelmethoden. Man kann halt, Magorian, grüß dich, herzlich willkommen. Man kann halt mit Naturköder angeln, ne? Sag ich jetzt Brotteig, Regenwurm, ne? Oder halt mit Kunstköder, ne? Das ist auf jeden Fall möglich. Ich denke, Grundfischen wird dann später nachkommen. Da wird es, denke ich mal, auch nochmal ein Update geben, denn Werbung ist vorbei. Also wie gesagt, Pose, ja, mit Regenwurm, vielleicht sogar auch Köderfisch, wer weiß, ja, vielleicht ist Köderfisch ja auch mit drinne. Das stimmt, Dine, das stimmt. Ja, okay. Also wie gesagt, und Kunstköder halt, also nur diese beiden Methoden, entweder mit Pose oder mit Kunstköder. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Schleppen noch mit dabei ist. Das ist jetzt halt die Frage, ob man die Routen quasi ins Boot reinmachen kann. Ja, ich kann das Video, ja, warte, mach ich, warte. Müsste jetzt lauter sein, warte. you know, can you give us a little bit of an idea? Because this is probably been one of the top questions: is how many fish species are there going to be on at launch? Wie viele Fischarten wird es zum Release geben? Jetzt wird es auch interessant. Gibt es eine Karte, ne? Oder gibt es mehrere Karten? Das ist jetzt halt auch die Frage, ne? Wurde von gesagt, alles klar. Alles gut, Maxis.
talk about all the different fish species that we're going to have in the game just yet, but I'm happy to share that you'll be able to catch a variety of trophy fish like largemouth bass and the mountain whitefish. And if you want to jump onto Steam, you might actually see a sneak peek of a couple of other fish that we haven't talked about yet. But obviously, in the coming weeks and months, we'll let you know every fish that's going to feature in the game. Yeah, awesome. There's a good. Also er hat jetzt ein paar Fischarten gesagt, wie Forellenbarsch, ne? Also ein paar Bilder hat man schon gesehen, dicke Hechte gibt es auf jeden Fall, Forellen, ne, sowas in der Art, aber da wird noch mehr jetzt. Starkwood, das wird man sehen, es wird ein Spiel sein, vermute ich jetzt halt. 4 ist halt ein Spiel, sag ich mal, wo man sehr viel grinden muss, ne? Jetzt vergleich das einfach mal mit theHunter Wild. Es ist halt die Frage, wie wird der Endcontent aussehen? Wird es später, sag ich mal, so wie bei theHunter Classic, wird es denn Turniere geben, wo man einfach so, ne, frei nach Schnauze einfach mal mitmacht und da einfach mal zusammen angelt oder auch mit Freunden zusammen in so ein öffentliches Turnier geht? Wird man sehen. Wird man sehen, ne? Wie der Endcontent aussieht, ne? Weil theHunter Classic, da kannst du ja wirklich, also ich sag mal, theHunter Wild, da gibt's für mich, der Endcontent besteht halt darin, die neuen Karten zu erforschen, die Diamanttiere zu schießen, natürlich auf Level 60 zu kommen, aber das ist ja schon relativ schnell, sag ich mal, bis Level 60, ne? Einige setzen sich ja dann auch wieder zurück auf Level 1 und leveln halt einfach nochmal von vorne und die Story halt durchzuspielen, ne? Jede Karte hat ja eine Story und Missionen. Also ich sag mal, das ist halt die Frage, ne? theHunter Wild spielst du ja auch immer mal wieder, ne? Wenn neuer Content ist oder wenn du Bock hast, mit Freunden zu jagen und so. Das ist halt die Frage bei dem Spiel, wie wird der Endcontent aussehen? Grundfischen wird später kommen, denke ich. Missionen und denke ich auch, dass sowas drin ist. Good selection, that's all I'm going to say. And while you're over on the Steam page, what are you going to do, Rashi? Got a wish list. That's the one. I mean, this is another one. Like, there are, we are entering a quite a highly populated genre. There's a lot of other fishing games out there. What is going to set the angler apart from the other fishing games, Rashi? Well, I think there's a couple of things which help set us apart. Also was ist der Unterschied zu den anderen Angelspielen? Ein paar Sachen wissen wir ja schon, ne? Missionen, klar, ne? Wie bei theHunter Wild, das ganze Quest-System und die Open World. Und dass du halt mit Freunden halt zusammenspielen kannst. Und generell, die meisten Angelspiele sind ja Free-to-Play. Ich denke, ich weiß es nicht zu 100%, aber ich denke, dass das Spiel, so wie Call of the Wild, es hat ja auch Call of the Wild im Namen, du wirst es einmal kaufen, ne? Und dann wird es halt DLCs geben, die das Spiel erweitern. Es wird natürlich auch kostenlose Inhalte geben, na logisch, ne? Und du wirst halt immer so ein Angebot haben. Meinetwegen mal ein freies Wochenende, so wie bei Call of the Wild. Ne, du kannst mal kostenlos Wochenende ausprobieren. Die DLCs sind regelmäßig im Angebot. Ne? Wie gesagt, man kann das halt günstiger dann kaufen. Also ich denke nicht, dass es Free-to-Play wird. Und Grafik natürlich auch, Open World, Grafik sieht natürlich alles mega aus. And first, I think, is our atmospheric open world, which you're going to be able to traverse either on foot, or you can jump on the water and use a boat, or use an off-road vehicle as well to drive around. So it's very easy to kind of get around and find that perfect fishing spot. And next, I think, is just the sheer beauty of the nature, that visual splendor, I think, that we've been able to kind of recreate inside the game. So I think, Also letztendlich, wenn du jetzt mal vergleichst, wie viel Geld hast du in irgendeinem Free-to-Play-Spiel ausgegeben, was du halt wirklich sehr intensiv spielst, und wie viel Geld hast du jetzt bei Call of the Wild ausgegeben? Ist halt schon ein Unterschied, ne? Wenn man das jetzt mal so über eine Zeit her sieht halt, ne? Being inside our reserve, you're just gonna love spending time there. And then our fish species, I think they're going to stand out because we've been spending a lot of time and effort to make sure that they each have their own unique traits and behaviors, and of course different size and weights, of course, which will lead to, I think, what will be quite an immersive and engaging fishing experience. And then I think finally, my favorite element is the freedom. It truly is up to you how you want to approach this game. With either the gear you use or where you go to find the best fishing spots in the open world. Yeah, awesome. I mean, looking at the trailer, the beauty is just something
I think it's the industry setting really. Like people think Call of the Wild is pretty. This is a much newer game, so you guys. Also er sagt gerade auch nochmal, Call of the Wild hat ja schon wirklich eine sehr hübsche Grafik, aber die meinen jetzt zum Beispiel, dass diese Open World halt die Grafik, die Natur nochmal einen Ticken höher ist jetzt, also von der Qualität, ne, sagt er gerade, ne, dass das nochmal einen Ticken geiler aussieht halt. Gonna love it. It's fantastic. Obviously you've done quite, you've produced quite a few games now. What is some of the challenges that you've faced here with the Angler? As you mentioned at the beginning of the stream, Johnny. Game dev isn't as simple as just adding fish to an existing game. So there's been plenty of uphill struggles, but that's with any game in game dev. So I think one of the first things that was challenging was making sure that the fishing mechanics felt authentic, trying to make them feel tactile and engaging, so that the rod play feels. Ja, also er redet gerade davon, wie die Fishing-Mechanik sind, wie die Route sich verhält, wie der Fisch sich an der Route verhält und so weiter, ne, wie der Drill ist und so weiter. Also sie versuchen das schon authentisch darzustellen, ne, und authentisch das vom Feeling halt rüberzubringen. Feels good when you're interacting with the fish, because we really want to make sure it's a fun and ultimately a believable experience as well. And to do that, we had to do so much research. We were talking to fishing experts and getting what practical hands-on time we could do during a worldwide pandemic, which was never easy. Because fishing, as I'm sure everyone on the stream knows, is that it's a very in-depth and often complex pastime. So many intricacies and details, which we've really tried to capture. And then of course we wanted to replicate that fish behavior, and that's been a tough challenge. Trying to make sure that each one feels unique as your battle. Ja, das ist halt die Frage, meine. Kriegen die das halt umgesetzt, dass ein Wels sich wie ein Wels anfühlt, ein Zander wie ein Zander, ein Hecht wie ein Hecht, eine Forelle wie eine Forelle und so weiter, ne? Wie, dass man halt das Feeling halt hat, welcher Fisch könnte da jetzt dran sein? Nicht nur, dass man ihn halt sieht, ne, sondern welcher Fisch könnte da halt dran sein? Das Gefühl halt. Sodass man, wenn man jetzt, sag ich mal, wirklich 100 Stunden, 200 Stunden geangelt hat und jetzt meinetwegen 100 Forellen geangelt hat, dass man dann ungefähr weiß, oh, okay, das ist jetzt wieder eine Forelle. Moin, Palavino, grüß dich, herzlich willkommen. Angelspiel, Palavino, direkt dabei. Moin, grüß dich. Wird auf jeden Fall interessant, Palavino, wird interessant. Wassertemperatur soll auch eine Rolle spielen. Die Höhenlagen, ne, es gibt ja Gewässer, also Seen, die auch auf dem Berg sind halt, ne, in so einem Tal, dann unten halt im Tal, ne, Flüsse und so weiter, das soll alles wohl eine Rolle spielen. Wird man denn sehen, ne, ob man das halt auch merkt? And then probably the biggest task was actually working out how to populate a massive open world with fish. We had to create an entirely new fish ecosystem, essentially. Ist halt die Sache, ne? Es gibt halt, man hat halt eine riesige offene Welt und überall, wo es Wasser gibt, sind halt auch Fische drin, ne? Die man halt auch sieht und so weiter, ne? Und man geht quasi durch die Welt, erkundet die Welt, ne? Eventuell halt auch die Welt wird ja auch eine Geschichte erzählen, ne? Wie man bei The Hunter Calls the Wild das halt kennt. Wie gesagt, Quest-System ist ja mit drin und so weiter, ne? Und man erkundet das halt, geht durch die Gegend, angelt da ein bisschen, ne, halt mit Freunden halt auch zusammen. Jetzt halt die Frage dann, ne, gibt es dann halt auch, dass man, sag ich mal, ein Turnier aufmachen kann, dass man einfach mit Freunden da zusammenspielen kann. Also, wie gesagt, dass man sich sieht, ist ja halt die eine Sache so, ne? Aber dass man halt auch zusammen vielleicht ein Turnier machen kann, wäre halt auch cool, ne? That would then spawn the fish appropriately relative to depth, Servus. temperature, altitude and more. The Apple. That living, breathing ecosystem. Yeah, I can't say too much. It's a very, very awesome system they got set up. So, what are the plans for future content? Can you give us any kind of hints around that, Rashi? Well, as you know, the stock responsive we're focusing on. Jetzt ist gerade die Frage, was sind so die zukünftigen Inhalte? Delivering a great experience at launch, and we're polishing, tuning, and iterating right now. But that said, Call of the Wild the Angler is a live service game, and that's something. Also Live Service Game, ne? Wie Call of the Wild wird halt mit DLCs erweitert, ne? We're going to build and expand upon,
And I think the important point here is that we're going to be collaborating closely with you, the Aber wie gesagt, es wird auch also es gibt natürlich auch genügend kostenlosen Inhalt. community, over time. So I'm sure there's going to be some Hunter, Call the Wild fans here in the chat as well. Also sie wollen natürlich auch mit der Community zusammenarbeiten, auch gerade mit den Call of the Wild Leuten. Servus gegenrechnen, was ein Jahr Premium in einem Spiel kostet, dann lieber einmal zahlen und gut. Ich zocke seit 2009 Expensive Worlds, TheHunter Classic. Seit der ersten Stunde wurde über Angeln gesprochen. In 13 Jahren mit dem Publisher kann ich sagen, die geben sich richtig Mühe bei ihren Projekten und knapp 19.000 Stunden bei dem Publisher weiß ich jetzt schon. Ich freue mich, Wettbewerbe wird es ja bei Classic. Ja, deswegen, da denke ich auch. Game sounds very interesting, but I have to wait and see. Yes, Palavino. Denke mal, die Zeit wird es bringen. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut. Genau, und wie gesagt, ihr seht ja auch, wie sich Call of the Wild entwickelt hat. Call of the Wild gibt es jetzt seit 5,5 Jahren auf dem Markt. Wie hat sich es bis jetzt weiterentwickelt? Und es kommt ja jetzt wirklich nächste Woche ein riesen Update, was jetzt auch mit den Vögeln, mit dem neuen Wasser zu tun hat und so weiter. Neue Animation. Ich bin gespannt. Wenn wir uns das neue TheHunter Call of the Wild Update angucken, bin ich gespannt. And as you've seen on that great game, there's been so much content, so many new features added, and you can expect no less here. And it's important to note as well that whilst we're already looking to what comes next as we start to polish the game now for release, the future will ultimately be defined by you guys when you get your hands on it. We're really eager to hear what you want. What changes, what updates, what features, what content you want to see. So genau, jetzt kommt halt auch wieder die Frage mit der Community. Was möchte die Community in diesem Spiel sehen? Ne? Und so wird das Spiel halt entwickelt. Ne? Was wollt ihr? Ne? Und dann selbst Classic wird immer noch, Classic wird immer noch weitergemacht. Ja, wird immer noch Content gemacht. Ja, genau. Ich finde ja bei Classic, dieses Turniersystem ist einfach nur mega. Zwerg, ne? Du weißt, was ich meine, ne? When you pick up the game, be sure to get in the various social channels and let us know. Yeah, awesome. That is fantastic. And like how big are these open worlds, Rashi? Like how big is the map in the Wie groß ist die Karte? Wie groß, vielleicht mal im Verhältnis zu sehen auch mit TheHunter Call of the Wild, wie groß ist die Karte? Angler? Well, I guess we should probably introduce our reserve. Yes. It's called Golden Ridge Reserve, and it's going to be based in. Also das erste Reserve heißt Golden Ridge Reserve. Wir gucken uns ja, wie gesagt, nochmal den Trailer an. Da sehen wir das auch nochmal stehen. North America, and it's going to be 64 kilometers squared, just like 64 Kilometers, also 64 Quadratkilometer in Amerika. Ja. Hunter Call the Wild maps are, and we've crafted a mach ich, Line. kilometers squared inside there. And in there, you're going to have a vast network of interconnected waterways where you'll be able to explore and fish in, which is. Wie gesagt, überall halt Waterways, also quasi Gewässer, wo man angeln kann. Also accompanied by obviously the beautiful vistas, varied biomes, and many points of interest to discover as well. Yeah, that is awesome. And the next one I think is just really important for us to touch on. Like, we have a track record of supporting our games for years. I mean, Classic's going. Also es wird gerade gesagt, das Spiel wird halt etliche Jahre entwickelt. It's 14 years now. Genau, TheHunter Classic ist jetzt schon seit 14 Jahren wird das schon weiterentwickelt, ne, was Lysergzwerg gerade gesagt hat. What is Call the Wild at? 4 or 5 years? Like how long are we planning to support the angler? I'm guessing, with our track record, it's pretty similar. Oh, just the same. Yeah, our plan is to support the game in the long term. We're committed. Also es ist wirklich auf lange Zeit halt auch gesehen. Wie gesagt, TheHunter Classic, Call of the Wild, wie lange ist das schon jetzt in Entwicklung und wie lange wird da schon Content gemacht? To continually improving the game in close collaboration with the community, and I think it's exciting just to think about that journey ahead and where it's going to take us, and what the game's going to be like in years to come. Yeah, no, I think I think it's awesome, and it's nice that a company has that track record of such long support to games. It's always a good investment for players. So yeah, and now this one is I think it's awesome because fishing is such a social thing, right? You want to share the good times with buddies and stuff. Does the angler have multiplayer? So, nochmal Multiplayer. Jetzt wird nochmal über den Multiplayer geredet. Eine der wenigen Entwickler, die Games
Service tatsächlich verstanden haben. Aber letzte Woche wieder 2 Turnier gezockt, zweimal Platz 2 und ist einfach auch eine Herausforderung. Wie gesagt, der Publisher in Schweden und Litauen, die Bänge geben richtig Gas, was Qualität im Spielspaß angeht und die Community wird richtig cool mit einbezogen. Die Jungs sind so cool, auch im Support. Die Jungs geben sich richtig Mühe. Ja. Absolutely. It does have multiplayer. And to that point of fishing is a social experience and that's what we wanted to try and recreate. So we've got support for Also sie sehen es halt auch als soziale Komponente. Die meinen halt, es ist halt schön, wenn man sich sieht im Spiel. Ne? Deswegen halt auch dieser 12-Spieler-Koop-Modus. 12 players in a seamless online multiplayer cooperative environment. And by default, when you jump into the reserve, you're going to be matched into a world with others. You can, of course, join up with friends directly. And if you don't want the multiplayer experience, that's fine. You can absolutely play. Also du kannst auch alleine spielen. Du musst nicht im Multiplayer spielen. Wenn du lieber für dich alleine angeln willst, kannst du das auch machen. Solo on your own. But when you are in multiplayer, though, you can have those opportunities, those chance encounters with others, seeing other people fish. See what they're catching and you'll be able to share vehicles to go on fishing adventures together. Genau, man kann halt die Fahrzeuge kann man gemeinsam nutzen, ne, Boote, die Jeeps und so weiter. I think it's going to be quite a unique social experience. That's awesome. Yeah, and I also like to point out as well that the multiplayer does support crossplay as well. So also Crossplay wird wohl auch unterstützt. Irrespective of whether you're on Steam, Windows or Epic, you're going to all be able to play together. Also, dass halt Epic, Microsoft Store und Steam zusammenspielen können. Moin, Frankenpyro. Awesome, that is fantastic. And I kind of touched on it before, but obviously I didn't want to spoil this question. The game is so beautiful, Rashi. Which engine is this done on? So, jetzt kommt's. Welche Engine ist das? Ich bin gespannt. Welche Engine ist das? Erstmal PC, Konsole nächstes Jahr, Frankenpyro. Also dieses Jahr, glaube ich, keine Konsole mehr, weil es ja jetzt erst rauskommt, irgendwann jetzt, sag ich jetzt mal Herbst irgendwann vielleicht, ja, Konsole später. Because like it's oh geez, 20-30% prettier than Call of the Wild, I just have to say. Also er findet es wirklich nochmal hübscher. Yeah, fishing itself, yeah, you mean the fishing mechanics? Yeah, they want to, also ich kann es ja auch auf Deutsch sagen, Palavino, du verstehst ja auch Deutsch, ne? Sie wollen es halt so realistisch wie möglich machen. Ne? Also wir können uns ja gerne nochmal den Trailer angucken, Palavino. Da siehst du zum Beispiel auch, wie die Schnur sich verhält, wie die Rute sich verhält, wie das auch animiert ist mit dem Einkurbeln und so weiter. Fische siehst du auch schon von der Qualität. Ja, du hast den Trailer gesehen, okay. Yeah, we're using the latest version. Okay. Also es ist die neueste Engine von der Call of the Wild, oder was? Studios Group proprietary Apex Open World Engine, so Apex Open World Engine. Also es ist die gleiche Engine wie bei Call of the Wild, aber die neueste Version davon. Compared to the Hunter Call of the Wild, hopefully as you pointed out, you'll immediately notice the improvements to the visual fidelity. When you get to play it, you'll hear the audio landscape, the responsiveness of the UI system. Also du hörst auch wie bei Call of the Wild die Naturgeräusche, ne, wie die Umwelt sich verhält, wie der Wind und so weiter, ne, die Geräusche von dem Blattwerk, von den Bäumen und so weiter, das hörst du auch alles. And then behind the scenes, we've improved all the tools and the pipelines, so that we can deliver, that kind of rapid, high-quality content post as well. So yeah, it's great to be able to work in such an awesome engine. Yeah, cool. Was ich halt auch mal ganz wichtig finde, wenn es denn diese Turniere gibt, wie bei theHunter Classic, dass diese Turniere halt in-game sind, ne? Dass man nicht, sag ich mal, die Turniere extern irgendwo hat. Ich finde das wesentlich spannender, wenn die Turniere halt in-game sind, ne, Leute? Cool. And we were talking about company track records, and we've always had like very high standards for trying to maintain hunting ethics in the digital world. What sort of ethics do we have any ethics in the angler? Like, can you explain to people what they can expect in terms of that? Yeah, this was something that when I joined Expansive Worlds, it was kind of communicated straight away. We need to be one with nature in many ways. So we have to share the passion for the outdoors, and we have to act responsibly and sustainably, whether that's in-game or even when we're doing our research. So, the angler itself that operates a catch and release policy. So the fish, even though they're digital, they'll still always return safely to the water. We've even got the warden of Golden Ridge Reserve
who will impart many words of wisdom about Wie gesagt, Golden Ridge Reserve heißt das. Wir gucken uns aber den Trailer nochmal an. nature and conservation, and if you choose to do so, you can even help the world and manage invasive plant species inside the world as well. That is cool, very cool. And real life fishing brands, I should say, are there going to be any in the game on launch? Wird es echte Marken geben? Jetzt kommt die Frage, wird es echte Rollen- und Routenmarken geben? So at launch, we'll have a good selection of fictional brands created for rods, Okay, also zum Release wird es halt fiktionale Marken geben. reels, apparel, vehicles, and more. However, we are very keen to investigate the possibility of adding real-world brands. Also sie überlegen auf jeden Fall und würden es gerne machen, halt auch mit echten Marken quasi die ins Spiel zu bringen. The game in the long term. So what I'd like to know is from the community, what brands do you want to see first? Let us know and we'll see what. Wir wollen natürlich auch die Community fragen, welche Marken würdet ihr gerne im Spiel sehen? Ne, zum Beispiel halt Shimano, Daiwa, ne, was auch immer. We can do. Cool. I'm just going to double back one question because I see this popping up plenty of times. But yes, it is going to be released on consoles as well. But that's going to be later in the year. Is that correct, Rashi? Or is Also er sagt gerade Konsolen später dieses Jahr. Puh, das will ich sehen. that That's after? absolutely right. Yeah, okay. Also nach dem Release von der PC-Version. PC first and then consoles down the line. We don't have a Also erst PC und dann die Konsolen. Aber ich glaube, dieses Jahr die Konsolen, das date to tell you just yet, but hopefully not too long afterwards. There we go. I see lots of Abu Garcia and there's some Repeller in there too. Just people are throwing out their favorite fishing brands there. So there we go. We'll probably end up putting a survey out or something like that, I guess, to That's a good capture. Ja, wie gesagt, Palavino, eigentlich ist es egal, aber warum nicht? Ne, Palavino, warum nicht? Ne, also, ich würde auch schon gerne mit einem Shimano-Equipment angeln, weil ich es halt im Real Life halt auch habe. Warum nicht? Es muss nicht sein, aber warum nicht? People's wants and needs there. Call of the Wild, classic. They've always had missions and challenges and stuff. Oh, jetzt geht's los. Missionen und Herausforderungen, Leute. Jetzt geht's los. Ja, für dich. Ja, klar, Palavino. Klar. Ne, klar. Can we expect to see this in the Angler as well? You absolutely can, but it will be a little bit different to maybe what you're familiar with if you have played those games. So we're going to have a range of missions and challenges. Also es wird Missionen und Herausforderungen geben. We'll have Sophia, who's a Golden Ridge Reserve shopkeeper, and Also es gibt auch NPCs. she'll have a series of missions that you can go on, which are all non-linear in their progression. Also die Missionen sind nicht linear. Du kannst die Mission machen, wie du Bock hast. Entirely optional. And then we have Clayton, who's the Golden Ridge Reserve warden. Also dann gibt es noch einen anderen NPC. Also es gibt mehrere NPCs. Angelmethoden wird es Pose und Kunstköder geben. Also Spinning, Casting und Posen fischen. Halt mit Naturköder, mit Regenwurm, Brot und so weiter. Ob es jetzt Lebendköder gibt auf Pose, da haben sie noch nichts zu gesagt. Also ob es irgendwie lebende Fische gibt, He's got a series of die man als Köder verwenden kann. favors that he needs you to do whilst out on your travels, which again, entirely optional, completely non-linear. So you can basically choose if and how you want to engage with those missions. Grundfischen kommt wahrscheinlich später. Grundfischen oder Fliegenfischen kommt wahrscheinlich später. Ne, die hören auf die Community. Was möchte die Community? Am Anfang sieht es jetzt erstmal nicht danach aus, aber ich denke, es wird nachgereicht. Genau, da werden mit der Zeit alle Angelmethoden kommen. Ich denke, viele wünschen sich auf Fliegenfischen. Warum soll es nicht irgendwann später kommen? In between your fishing. Awesome, that's cool. And there are, in Call of the Wild we have, your non-trophies right up to diamonds and stuff. Like how? So, jetzt geht's los. Fische. Gibt es Diamantfische zum Beispiel? Ja, mein Gott. Wie gesagt, alles mit der Ruhe. Lass die das erstmal rausbringen und dann, ne? Will that be, is that reflected in the angler too? How will somebody know if they've caught a big fish or not? Okay, jetzt ist die Frage, wie wird das gekennzeichnet? Ob du jetzt einen großen Fisch hast? Ist es denn sowas wie Diamantfisch? Oder wie wird das jetzt dargestellt?
we've got a ranking system for our fish, absolutely. So the top tier of which is diamond ranked fish. Okay, also es gibt doch wieder Diamantfische. Okay, es gibt Diamantfische. They're going to be the rarest in the reserve. And alles klar, Sturmi, bis später. Weiter Nacht leider kein Aal, alles klar. Often the hardest to catch. You're going to really need to scour the reserve to find where they spawn and have the right gear to catch them, and then fight hard to land the catch. So yeah, best of luck trying to get them. Cool, that is awesome. So the fish will spawn in all different sizes within the species, i.e. the biggest ones. Also die Fische spawnen in unterschiedlichen Größen. Und man braucht halt dann zum Beispiel, um Diamantfisch zu fangen, natürlich auch schon gutes Equipment, und der Drill wird auch schon dann länger dauern. Making diamond, like you just said. You mentioned to me yesterday, actually, that there is a brand new system that controls the spawning behavior of the fish. Also es gibt ein ganz neues System, wie die Fische spawnen in dem Gewässer. Can you touch on that briefly? Yeah, and this was really important for us to get right. So we've got a unique system which controls all the spawning behaviors of the fish, which utilizes a really good range of environmental conditions within the open world, such as water temperature, time. Also wie die Fische spawnen, hängt mit der Wassertemperatur zum Beispiel zusammen. Day, Tag oder Nacht. Altitude, and more to determine where and when the fish will be active in the world. So also wie und wann wird der Fisch aktiv sein, und das ist jetzt wohl gerade fertig entwickelt worden, wie das... Ja, das glaube ich auch, Paladino. Es wird kein Hardcore-Grind-Spiel werden. Nee, glaube ich nicht. Also nicht so hart wie F4. Auf keinen Fall. Glaube ich auch nicht. Ich meine, bis du alle Fische in Diamant hast. Das siehst du ja bei Call of the Wild. Ich glaube, ich weiß nicht, ob alle Leute schon alle Tiere in Diamant haben. Genau, Diamant sammeln ist halt Endgame-Content. Klar, erstmal Quests machen, ein bisschen angeln. Dynamic and reactive to the environment, so you're going to need to factor that in as you go in search of the best fishing spots. Awesome. So just to kind of add on to that, what I'm getting at is if you understand fishing in real life, you can probably apply those same things to the game. Wenn du das Angeln im Real Life verstehst, wirst du das so auch im Spiel umsetzen können. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Come in, is that right? Yeah, and if anything, if you know, as an experienced angler, you're going to have a huge leg up, really. Leg up? Was heißt das? Die Werbung später. Wir warten kurz. Die Werbung ist vorbei, oder? So. Alles gut. So, also wenn man ein erfahrener Angler ist, wird man das umsetzen können. Er meint, dass du das schon irgendwie miteinander verbinden kannst. Irgendwie so habe ich das jetzt verstanden, ne? On top of everything else, you'll pretty much know by looking at the map and understanding where the specific type of fish will spawn. So, yeah, hopefully it all matches up with the real life experience. Also die wollen das so machen, dass wenn du zum Beispiel weißt, in Real Life würde ich jetzt meinetwegen im Berg angeln gehen, würde den und den Fisch da wahrscheinlich erwarten und den dort angeln können. Und wenn du jetzt, sag ich mal, auf Hecht bist oder so, wo könnte jetzt ein Hecht sein und so weiter, dass man das schon dass das schon, sag ich mal, dass das nachvollziehbar ist. That is cool. I'm sure there's going to be people scouring the map as the first thing they do to try and work out. Das stimmt, Paladino, das stimmt. Fish, so that's cool. Does the release of Call of the Wild the Angler mean less resources for Call of the Wild? I know there's been a little... Jetzt ist nochmal die Frage, wird jetzt, während jetzt an die Angler gearbeitet wird, wird dadurch weniger Content bei Call of the Wild kommen oder bei The Hunter Classic? A little bit of murmur about that, so good to address that one. No, I mean, that's the first thing. No, it hasn't affected. Also es hat wohl keinen Effekt auf die anderen Spiele. Es soll keinen Effekt auf die anderen Spiele haben. The Hunter at all. The Angler has largely been developed by a brand new team, and it hasn't impacted the development of the Hunter. That game continues to grow, and it's extremely important to Expansive Worlds and Avalanche Studios Group, so no resources taken away there. And additionally, as the teams are all part of Expansive Worlds, we've really been able to share knowledge and experience with each other, and hopefully that's going to create, a better fishing experience with the support. Yeah, no, that's awesome. Now, this one is a
personal one to me that I got added in basically. Multiplayer and everything like that, right? Everybody needs to look unique, I think, you know, in terms of customization. So what can we do? Jetzt ist noch die Frage, wie sehen die Charaktere aus? Kann man die Charaktere anpassen? Also ich habe schon gesehen, es gibt Frauen, es gibt Männer, also es gibt schon mal, ne? So, wie ist das von der Kleidung, Sonnenbrille, Jacke, Hose und so weiter? Kann man das anpassen? In the angler. Well, you've got a full range of customization tools, which is great. So you're going to be able to visit the shopkeeper, browse a broad selection of apparel and Also man kann auf jeden Fall beim Shopkeeper unterschiedliche Kleidung kaufen. Es soll wohl auch eine Menge Kleidung geben. gear. You're going to be able to purchase everything from boots to wellies, gloves to Also Westen, habe ich glaube ich verstanden. Schuhe, sunglasses, shorts, Sonnenbrille, t-shirts, jackets, hats, T-Shirts. and more, all to kind of customize your character and look unique. We'll try and reserve some special ones for you, Matt, right? Yeah, yes, please. And then gear-wise, we'll have, you know, everything from spinning, bait casting, match rods, a selection of Also Spinning, Baitcast, Matchrouten. reels, lines, lures, hooks, baits, floats, and more. That Ja, you're wie gesagt, dann halt Schnüre, Posen und so weiter, alles. going to be able to, you know, tailor your tackle to catch, you know, those diamond rank fish. Yeah, that is cool. That is very cool. Ja, warte. Ah ja, stimmt. Geht auch mit Leertaste. Alles gut, alles gut. So I guess like that's kind of the end of our questions. I'm very excited about the customizable stuff. Okay, so it's going to be fantastic. And, you know, I always try and get the most unique, weird-looking thing possible, even if it doesn't make any sense. So, you know, always stick out like a sore thumb in real life. So might as well do it digitally as well, right? Yeah. So, we're going to take a few questions from you guys now, okay? But So, jetzt nimm sie Fragen, die quasi auch im Chat stehen. one that I have seen popped up a lot is, you know, I think we did touch on it earlier, but will players be able to display their trophies? That seems to be a very common Jetzt kommt die Frage mit der Trophy Lodge. Jetzt kommt die Frage mit der Trophy Lodge. question that keeps popping up. We don't have let's say, a specific trophy lodge or a place to put your Also noch ist keine Trophy Lodge drin. best catches. But what we do have is that when you catch the fish, we've got some nice reward poses where you'll be holding the fish, you'll be able to hide. Okay, also es gibt erstmal nur, also dass man Screenshots machen kann, dass man den Fisch, dass man sich in Pose stellen kann, dass man den Fisch halt zeigen kann. all the hood, take some snapshots, and every single fish that you catch, of course, is recorded in your journal as well. So it's something that, you know, if the community Moin, Julian, grüß dich, herzlich willkommen. Alles klar, danke dir. feedback, it's something you want to see, you know, you want to be able to keep your trophies and put them in something like a lodge, like in the Hunter. Maybe that's something we can look at in the future. Also das wird es vielleicht in der Zukunft geben mit der Trophy Lodge. Ich denke mal, viele wünschen sich das ja. But there'll be ample ways for you to be able to capture a good screenshot, though. Yeah, awesome. That's cool. I think it's, yeah, I quite like that actually. It's like, I think most serious fishermen, unless you want them for food, end up releasing your fish anyway, you know, unless it's like a really crazy big one or something. So it's quite nice, and as long as you have a record there, I think it's pretty awesome. Also die Rekorde kann man wohl sehen. Also dass auch andere Spieler die Rekorde sehen. So, let me have a look. What other questions have we got going on here? Man, this chat is moving so fast. How many people can fit in one boat, Paul? Wie viele Leute passen in ein Boot? 4. 4? Yeah, I think 4 Leute, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich denke im Jeep dann wahrscheinlich auch, ne? and that's the same for the 4x4 vehicle we've got as well. So yeah, four players will be able to jump in there. So obviously, if you've got a maximum of 12 friends all on a server together, then you'll need 3 vehicles to go out. But that's, you know, that's easy enough to do. Also mit 12 Leuten braucht man dann halt 3 Vehikel. Da muss man dann halt. Ja, denke ich auch, Max ist. Ja. That's cool. Oh jeez, I can't even. The chat's moving so fast, I can't even grab another. Guys. We need lodges, is what they're saying. But I mean, like, I hope you guys know that, like, with our track record here at the company, you know, this is going to go out, and basically all we're going to be doing is listening to you guys. Rashi was talking about before too, is like, you know, we want to move with you guys, and I think you were saying that before too about our release plan, is that, like, you know,
we're going to be listening to what you guys as players want, and obviously we have some ideas about a release plan in the short term, but long term, you guys will be largely steering the needs and wants. I think, did I get that right? Ja, also es ist natürlich darauf ausgedacht, dass das Spiel mit der Community zu entwickeln und das, was die Community halt möchte, dass sie das halt auf lange Sicht natürlich auch versuchen umzusetzen. Und Coffee Shots bei XYZ Hunter schon seit Jahren, zwar bei Classic nicht und nicht COTW. Die COTW ist nur eine Frage, wann das Update mal kommt. Rashi. Exactly. I mean, that's something that we've really been talking about over the last 6 months or so is how we're going to try to be as kind of reactive and responsive to you guys as possible. Obviously, as you all know, you can't ask for something and the next day it'll suddenly be there. But we definitely we'll be listening and trying to, change the roadmap as we go to make sure that we're tailoring the experience to. Also sie würden auch die Roadmap, also quasi den Plan halt auch überarbeiten, je nachdem, wie die Community halt auf bestimmte Sachen reagiert halt, ne? What you guys want, because we're making this game for you ultimately. Yeah, that's cool. I see. This is probably like we can't ever confirm anything that hasn't gone out in the game. That we haven't announced, but like I see a lot of requests for boat fishing out there. So ja, vom Boot aus, also Boatfishing. Ist jetzt halt die Frage, also schleppen meinen die jetzt oder was? Oder meinen die jetzt halt einfach die Route auswerfen vom Boot? That's, like there'll be people taking all these notes down, ladies and gentlemen. But like I was saying, bow fishing is not confirmed on launch. Boat fishing is not confirmed. Nee, Boat. Nee, nicht Bow. Boat. Bow fishing? Nee, Boat. Namen grüß dich, herzlich willkommen. Nee, Boat. Oder was? Nicht mit Bogen, Boot. Wie das Boot. But, no, there's no bow fishing. And I've also seen comments about will there be. Oder meinen die Bogenfischen? Meinen die Bogenfischen? Bogen? Ach lol, echt? Ach, die meinen mit Bogen. Ha! Lol. In Amerika, sie jagen mit dem Bogen den Fisch und töten den denn. Lol. Bogen. Mit einem Pfeil. Ha! Okay, mit einer Rolle dran. Das habe ich noch nicht gesehen. Ha! Okay, sowas gibt's ja. Nee, das gibt's auf jeden Fall nicht. Dynamite fishing as well. Dynamite Fishing wird auch schon gerade gesagt. Dynamite Fishing. But absolutely not. As kind of mentioned, we operate a very ethical form of fishing with catch and release policy. So definitely not of that. Yeah. Also sie haben auch die Catch and Release Politik. Also das ist halt die Frage auch, ne, wie das genau umgesetzt ist, wie man halt in dem Spiel Geld verdient. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Fisch immer wieder freigelassen wird, ne, man macht quasi seinen Trophy-Shot und lässt den Fisch dann frei. Paladino. Das ist halt die Frage, wie sie das nachher machen, ne? Ob du. Maybe it's systemic reaction. Once you introduce angling to maybe second extinction, they can blow up some fish. We can sort that out for them. Perfect. Yeah, I saw that. Habe ich noch nicht gesehen. Disintegrate into harpoons there. So. Harpune. Ja, jetzt geht's los. Harpune. Yeah, we definitely, as mentioned before, trying to keep some high ethical standards there. Bogen, Harpune und. I think we need to run over a couple. We've answered Dynamit. them earlier on again, Rashi. But can you just run us through the crossplay and release date scenarios again? Yep. So I'll start with the release date again. Then so coming later this year to PC. Also später diesen Jahres für PC, Microsoft und Epic. And on PC you'll have a choice of Steam, the Microsoft Store, and Epic Games. Consoles will come afterwards. Again, we can't say exactly when the consoles. Also sie können nicht genau sagen jetzt auch mit den Konsolen, das können sie nicht genau sagen. Far after the PC launch, but as soon as we can, and we will give you a date. And of course, crossplay will be available across PC day one
and when we introduce consoles, you will be able to play between consoles and PC as well. So the community are always going to be one whole playing together. Also Konsolen und PC-Spieler können wohl auch zusammenspielen. Hat er jetzt, glaube ich, gerade gesagt. Und, aber Konsole kommt halt erst PC, dann Konsole. Perfect. That sounds good. And then, I mean, like, I'm just going to address it again because it's the elephant in the room. I see a lot of requests for fly fishing. Again, it's not confirmed, but, you know, Fliegenfischen ist nicht bestätigt. we're listening to you guys, and if it's a strongly requested feature, you never know your luck, basically. So. Also, er sieht ja, dass es halt auch ein sehr starker Wunsch ist von den Spielern mit dem Fliegenfischen. Sie schauen sich an, ob sie das halt auch irgendwann umsetzen können. There we go. We haven't talked about exactly what fish species. Everyone's asking about what sort of fish species again out Also sie haben noch nicht genau gesagt, welche Fischarten drin sind, das werden die aber noch bekannt geben. there. But if you head to Steam, there is a few little extra gems hidden on the Steam page. And while you're there, make sure you hit that button. So yeah. Wie gesagt, wo gerade Steam erwähnt wurde, ich hau hier nochmal den Steam-Link rein, Leute. Ja, da könnt ihr auch nochmal ein bisschen nachgucken, da gibt es auch ein paar Bilder und den Trailer halt. All right. One question that's on the list that we didn't ask, and I think it needs to, is will there be a big mouth Billy Bass in Game Rushy? See, you joke. But I think there was a serious discussion at one point in development about how do we get that in game. Because yeah, it's been a fun project this, and we have come up with lots of silly ideas like that. And maybe if enough people want it, it could be something. But I will say though, is because I think our team have worked together fantastically well and had a lot of fun making the project. We have put a few Easter eggs in the reserve for you to find. So not a big mouth Billy Bass, but a few other things maybe. Yeah, that's cool. I just see another common one is a price point. We haven't decided on that yet, ladies and gentlemen. As soon Also der Preis ist noch nicht bestimmt worden. as we know, we'll be sure to get it out to you guys. Sehe ich auch so, Maxis, ja. 100%. That's one of those questions where me as a community manager, I want to know as well, so I can answer that question before it starts burning into my eyeballs, Oh, so well. there we go. And where was another one? I mean, this is the first map as well, guys. So I see the saltwater questions too. You never know, right? I mean, I think Saltwater wird gerade gesagt, wird man sehen. Das ist jetzt die erste Karte. Wie die nächsten Karten aussehen, kann er jetzt natürlich noch nicht sagen. Wegen Meeresfischen. We haven't limited ourselves. We've created a fishing game. It's called the Angler. You never know what the future holds. Also das Spiel heißt die Angler. Was in dem Spiel irgendwann kommt, wird man sehen. Ne, es geht ums Angeln. Wo das jetzt auf der Welt ist, wird man dann sehen. What's for it really? Yeah. So We haven't said no to anything yet. Yeah. Obviously, if our first reserve is freshwater fishing. Also das jetzige Gewässer, das amerikanische Gewässer, ist halt Süßwasserfischen. Ne? But again, if that's what everybody wants, and if it's good for the game, then obviously we'll consider it and we'll talk with you guys and try. Also wenn Meeresfischen halt gewünscht ist, können sie es halt auch bringen. And see what we can do in the future. yeah. Another one that seems to pop up quite a bit is has there been any chat within the team about a competition system, or is that So, jetzt geht's los. Turniere, Leute. Das ist jetzt wichtig. something else that maybe down in the future, or could be on the cards? Yeah, our focus for day one was definitely creating that co-op experience where you can kind of Also zum Release wird halt der Koop im Fokus stehen. go on fishing adventures together. But we definitely recognize that Und natürlich das Missionssystem. people will want competitive experiences. So it's definitely something we've been discussing and trying to work out what's the best way to allow you guys to compete with one another. But for day one, the focus is on exploring the world together and having Also Tag 1 halt, wie gesagt, erkunden, Missionen machen und Koop spielen, ne? Und leveln halt, Sachen kaufen und so weiter, zusammen die Welt erkunden. Das ist jetzt angekündigt worden vor 2 Tagen, Rob. Call of the England, die hatten jetzt vorhin gerade hier einen Q&A-Stream, Frage Antwort Stream, den gucken wir uns gerade an und werten den gerade aus. that social Von den Machern von theHunter. Yeah, beautiful. Call of the England, Rob. Rightio. So, is there any now that I just see a lot more kind of individual questions and stuff? So,
like, let me know. We've got a couple more minutes left before we knock this on the head. Is there anything else? I see actually rare fish popping up a lot, Rushy. Is that something that maybe one day, like Call of the Wild has albinos and stuff like that, is something you might... Ach so, Rare Fish, seltene Fische. Call of the Wild hat zum Beispiel Albinos und so weiter. Ne, wird EF4, sorry, wird die Angler das auch drin haben, ne? So mit besonderen Fischarten, halt seltenen Fischarten, wie zum Beispiel die Albinos bei The Hunter Call of the Wild. Consider. That is something we are talking about. It is something I know a lot of anglers, really want to catch that legendary fish or something along those lines in the waters that you may have heard rumors or stories about. Was? Was für eine Enttäuschung? Was für eine Enttäuschung, Maxis? That's not something that's in the game for launch, but it's a cool idea, and it's something that obviously I think it would be a great addition if we can. Yeah, awesome. That is cool. Right, I just give it a little bit more time, but I think there's I'm just going to address this. It's not really a true rack system for fish, but there is, like, they do change in sizes, right? So you're going to get fluctuation in the sizes of fish within that species. So exactly that, yeah. So so you obviously, every individual fish that you caught within a given species will have, a realistic range of. Also es wird eine realistische Reichweite geben, wie groß ein Fisch und wie klein ein Fisch ist, ne? Ja, das kommt dann später, Maxis. Das kommt dann später mit den Turnieren. Ja. Ist ja alles gut, alles gut. Man muss ja nicht gleich alles am Anfang, ne? Wichtig ist erstmal, dass das Grundsystem halt da ist, dass das Angeln gut funktioniert, dass man die Welt vernünftig erkunden kann, dass das Missionssystem gut funktioniert und der Koop-Modus gut funktioniert, ne? Also es soll halt, wie gesagt, eine realistische Reichweite von den Fischen geben. Wie groß können die Fische werden und so weiter, ne? Ja, ob jetzt ein Wiederverkauf von Gebrauchtsachen kommt, wird man sehen, ne? Also es gibt auf jeden Fall einen Händler, ob man da auch Sachen verkaufen kann, wird man dann sehen, ne? And that will have obviously an influence on the actual fishing experience itself, of course, relative to the tackle that you're using. Yeah, awesome. Ice fishing seems to be another one that's popping up. Eisangeln hat jetzt gerade einer gefragt. Again, I think that just goes with everything else. Am Anfang erstmal nur Spinfischen, Matchroutenangeln, Baitcasts und Matchroutenangeln. It's saltwater fishing, fly fishing. Grundfischen wird später kommen. I saw an Amazonian river map too. It's like, these are all possibilities, okay? We haven't... Also Eisangeln, Meeresfischen, Amazonasangeln und so weiter, Fliegenfischen und so weiter, werden sie sehen, was sie davon umsetzen. Die sind natürlich für alles offen, was die Community möchte. Und dann wird man sehen, ne, was sie denn nach und nach umsetzen. Ich denke, das erste wird erstmal Grundfischen sein und ein Turniersystem und vielleicht auch irgendwann dann eine Trophy Lodge und so weiter. Ich denke mal, das wird erstmal im Fokus sein. Ne? We haven't said any limits to this game. We haven't said no to anything. Also es gibt kein Limit bei dem Spiel. Ist alles möglich. Let's see where the community want it taken, I guess. I think that's the best. Das gleiche auf einmal. There are so many possibilities. I mean, coming back to the question. Also wie gesagt, das ist halt das Gleiche, was wir schon früher beredet haben. Beim Angeln gibt es unendlich Möglichkeiten, das zu erweitern. Ne, wie gesagt, ihr seht das ja auch bei The Hunter Call of the Wild, was jetzt in 5,5 Jahren alles dazugekommen ist, was es jetzt alles gibt, ne? Siehe Baumansitz, siehe Vogeljagd, was alles jetzt so nach und nach dazugekommen ist. Jetzt quasi noch das Update mit den Vögeln, mit dem Wasser, dass das noch alles realistischer ist. Ja, wie gesagt, ein Hochstand und so weiter. Also wie gesagt, ne, auch das mit dem Zelten, das mit dem Quad und so, das kam ja erst alles danach, ne? Später diesen Jahres, Dexter, später diesen Jahres. Wann es genau kommt, können sie jetzt noch nicht genau festlegen. Ich rechne mal nach dem Sommerloch irgendwann, Dexter. Irgendwann dann. Our commitment to the game and how long we're going to be adding new content and new features, then the possibilities are, I know it's a cheesy phrase, but the possibilities are endless. So I think hopefully we'll see all, or most or lots of these ideas and things come to the game over time. Yeah, for sure.
Alrighty, well, Rashi, thank you so much for joining us. I'm sure that's been super helpful to all the aficionados out there. Got one in there. Oh, got one. I was waiting for the first. But yeah, thank you very much for everyone watching. And ja, das war der Stream quasi. Das war jetzt das Q&A. Auf jeden Fall viele Informationen. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob ich das Video nochmal direkt, dass wir den Trailer nochmal uns angucken können. Call of the Wild the Angler. Gucken wir jetzt nochmal. Müsste halt direkt nochmal nach Trailer. Hier Panty direkt. Panty. So. So, wir machen mal direkt an. Volle Granate. Ich mache mich mal hier weg. Ja, ein paar Sachen sind jetzt halt, die können wir auch nochmal wegmachen. So, gucken wir uns das mal in voller Pracht nochmal an. Lautstärke ist voll. Gucken wir uns das nochmal an. Warte. Wir gucken jetzt einmal den Trailer und dann zeige ich euch nochmal ein paar Sachen. Hansi, der versteht. What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Is it the freedom? Wandering in search of that perfect spot? You've made your own path through these hills. Tasted the fresh water of our lakes, our rivers. You've been on the water with friends at sunrise and helped the locals long past sunset. But you just keep coming back. At this spot, you got a pretty good idea what's lurking beneath the surface. But there's only one way to find out. Whether it's the one you write home about or the one that gets away, that feeling is what gets you hooked. That whether it's your first time or your 100th time, you never know what you're gonna catch until it's caught. Call of the Wild, the Angler. So, jetzt möchte ich euch nochmal was zeigen. Jetzt gehen wir nochmal direkt rein hier. Ein bisschen leiser machen. So, jetzt gucken wir gleich nochmal. Das wäre cool, Martin, ja, das wäre cool. Wie gesagt, ich vermute dass die irgendwann werden die, denke ich mal, das zusammenlegen. Irgendwann wird es bestimmt soweit sein. So, wir machen mal kurz weiter. Hier steht es nochmal Golden Ridge Reserve, ne, das amerikanische Süßwassergewässer. Die Seitenspiegel kenne ich vom Jeep. Ja. So, jetzt kommen wir nochmal kurz auf ein paar Sachen. Moin, Festus. So, jetzt hier zum Beispiel, ne? Allein wie die Schnur jetzt hier durch die Ringe geht. Seht ihr das, ne? Ich bin gerade mit meinem Gesicht wieder davor. Warte mal. Ich mach mich mal weg. So, Leute. Hier, wie die Schnur. Wir gehen nochmal kurz zurück. Hier seht ihr die Schnur. Da, wie die sich bewegt. Seht ihr das? Wie die sich so... Das finde ich schon mal sehr interessant. Jetzt auch hier, wie er kurbelt. Ja, auch hier, guck mal, wie er gerade in der Bremse ist, wie er das so fest... Also ich denke, die Animationen sind schon echt gut. Hier sieht man nochmal einen Hecht. Und hier, und das ist zum Beispiel ein Sonnenbarsch, Leute. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Ich wollte das mal schnell mal gucken. Warte mal. Nee, das ist blöd. Warte mal kurz. Kriegen wir das jetzt am besten hin? Ich gehe mal kurz hier rauf. So, und dann suche ich jetzt mal einen Sonnenbarsch raus. Und dann gucken wir uns jetzt mal den Sonnenbarsch. Ich glaube, der heißt auch Bluegill. Bluegill. Ja, das ist wieder ein gemeiner Sonnenbarsch. Ich guck mal, Sonnenbarsch. Oh, da gibt es halt auch unterschiedliche. Wo haben wir? Ja, das ist natürlich, warte mal, hier ist, glaube ich, ein Bild. Hier der zum Beispiel. Blauer Sonnenbarsch. Warte. Hier der zum Beispiel jetzt. Nehmen wir einfach mal den. Warte. So. Guck mal, hier haben wir jetzt zum Beispiel den blauen
Sonnenbarsch, gehen wir wieder zurück. Das ist ja zum Beispiel der blaue Sonnenbarsch. Wie gesagt, die sehen auch mal ein bisschen anders aus. Sonnenbarsch hat mehr blaue Punkte. Aber wie gesagt, das ist halt der blaue Sonnenbarsch, ne? So, und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ne? Zum Beispiel. Also, man sieht schon, ne? Also, die Ähnlichkeit ist schon da. That feeling is what gets you hooked. Ja, wie gesagt, alleine hier auch die Animation, ne, wie halt der Charakter, man sieht jetzt hier zum Beispiel auch eine Frau, ne, mit unterschiedlicher Kleidung. Wir können uns ja auch nochmal die andere Kleidung hier angucken, warte mal. Wo sehen wir nochmal, wo er von hinten zu sehen ist, warte mal. Hier ist er da vorne zu sehen. Hier zum Beispiel, ne, da sieht man auch nochmal die Kleidung, bisschen Tarnkleidung an auf jeden Fall. Hier zum Beispiel auch mit der Sonnenbrille, er hat ja gesagt, man kann Schuhe ändern. Westen, Jacken, Hosen, Sonnenbrille, Basecap. Wie gesagt, das Geschlecht kann man halt sich einstellen. Ob man Mann oder Frau spielen will. Sieht man, wie gesagt, nochmal die Frau. Animation, finde ich, sieht gut aus. Ja, wenn man jetzt mal, also ich meine jetzt halt die Animation, wenn man jemanden beobachtet, wie er, sag ich mal, also wenn man jetzt halt den anderen Charakter im Multiplayer sieht, wie da die Bewegung ist, finde ich halt wichtig. Ne? Hier fahren sie zum Beispiel im Jeep. Man kann bis zu 4 Leuten halt im Jeep oder im Boot fahren. Hier zum Beispiel sieht man auch nochmal ein bisschen andere Kleidung. Guck mal hier auch zum Beispiel, wie die Route sich bewegt hat. Da jetzt, wie sie gerade so zurückfedert jetzt. Das sieht schon gut aus. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle erstmal Schluss, Leute. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Mir reicht jetzt erstmal so viel gequatscht heute, so viel. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Stream direkt runterladen und auf YouTube hochladen. Ja, ne? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Spiel. Ich glaube, wir haben heute eine Menge erfahren von den beiden Jungs hier, von dem Community Manager und dem Game Designer. Ich guck mal gerade, wo wir jetzt rüber hosten können. Ich muss mal